Es ist kein Gebäude, sondern es ist Stadtraum, der nahtlos übergeht in einen Infrastrukturbau. Was besonders ist an diesem Bau, ist vielleicht schon im Wettbewerb auch der Entscheid, dass wir die städtischen Anliegen und die von der Bahn, dass wir die jetzt zusammengefasst haben. Und das ist ein relativ radikaler Vorschlag zu diesem Zeitpunkt. Das war eigentlich nicht die Idee. Die Stadt wollte ein eigenes Projekt machen, wollte einfach eine Quartierverbindung, eine Stadtverbindung. Und wir haben von Anfang an die Funktionen verknüpft. Nur schon, dass wir mit diesem Projekt überhaupt den ersten Preis gewonnen haben, war eigentlich ein Bekenntnis von diesen beiden Players, dass sie eigentlich zusammen etwas erreichen wollen. Speziell in Oerlikon ist natürlich auch noch, dass sich das Projekt sehr weiterentwickelt hat. Das ist eher ungewöhnlich für Infrastrukturprojekte, wo man eigentlich Jahre im Voraus schon relativ genau weiß, wann muss was fertig sein, wann muss was in Betrieb gehen. Das war bei uns auch. Allerdings das Programm, was man bis zu den Terminen dann zu stemmen hatte, das hat sich enorm verändert. Also man hat zum Teil das Projekt in der Ausschreibungsreife gehabt, man hat den Bauunternehmer vis-à-vis gehabt und dann kommen ganze Projektteile dazu. Und dort die Bauetappen und die Termine im Griff zu haben, und das sind ja nicht einfach nur von dem bis dann baue ich das, sondern wie heben wir das auch in diesem Zustand, oder? Und es fährt immer oben durcheinander Zug. Das Bauen unter Betrieb, das sind einfach Herausforderungen, die sind sehr speziell. Da geht es um Sicherheit, da geht es aber auch darum, ja, dass ein Bahnkunde, der hat natürlich den Anspruch, dass er auch einen Bahnhof, der gerade umgebaut wird, so nutzen kann, dass er pünktlich zum Zug kommt. Die ganzen Bauetappen, die vor allem für den Ingenieur sehr grosse Herausforderungen stellen, verschiedene Zustände und so weiter. Wie baut man das überhaupt? Die will man ja eigentlich nachher am Projekt nicht mehr ansehen. Und damit das gelingt, haben wir sehr eng zusammenarbeiten mit dem Ingenieur, aber auch mit dem Bauunternehmer. Das hat damit zu tun, wie man die Architektur denkt. Dass man sie nicht als ein fixes Zusammenspiel, eine Komposition denkt, sondern dass man mehr wie Haltungen entwickelt, die man transformieren und wieder neu formen. Wenn man jetzt ein Objektdenken hat, wo alles schon genau komponiert wird, aufgehen, dann würde man eigentlich von Anfang an scheitern. Wenn man im Norden anfängt zu bauen, im 2012, und im Süden aufhört zu bauen, im 2016, dann muss man im 2012 die Details von 2016 eben auch schon kennen. Das heisst, wir haben im 2010 und 2011, als wir die Ausführungsplanung gemacht haben, den Ingenieur oder das ganze Ingenieurteam ab und zu auch müssen plagen mit diesen Fragen, die sie vielleicht zu diesem Zeitpunkt ein bisschen überflüssig oder auch gefunden haben, das ist jetzt also ein bisschen sehr detailliert schon. Und ich glaube, das ist ein bisschen so A und O von so einer Planung, dass man sich Gehör verschafft für seine Anliegen. Das haben wir wirklich stark machen, das ist klar. Aber man muss auch hinhören. Ich merke schon, die Kollegen jetzt hier im Raum Zürich, die haben das natürlich auch alle mitverfolgt, was wir machten. Die haben auch immer wieder gefragt. Und die fragen auch jetzt, wenn sie an ihren Projekten sind, wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, da wird es einen Mehrwert draus geben, da wird es Synergien draus geben.